Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von OutStandards das EDC Mac. Heute haben wir für euch einen Beitrag, wo wahrscheinlich 50% der Leute, die dieses Video sehen, sagen werden, das ist der größte Scheiß, den ich jemals gesehen habe, braucht kein Schwein. Und 50% werden sagen, das ist richtig cool und innovativ. Wir gehören zu dem letzteren Teil. Es geht um ein Magazin, das eine Powerbank darstellt. Als allererstes mal, wofür ist es gedacht? Die Idee dahinter ist, eine Powerbank zu haben, die vom Format her in die normale Standardausrüstung passt. Das ist jetzt gerade nicht nur interessant fürs Militär, sondern es ist tatsächlich auch interessant für den Bushcraft- oder Outdoor-Bereich, weil halt eben dort viele Taschen oder Molle-Systeme oder sonst irgendwelche Gegenstände dafür gemacht sind, AR-15-Magazine zu fassen. Also als Beispiel hier die neue Helicon Claymore Pouch, die hat auf der Rückseite 3 Magazineinschübe und das wäre zum Beispiel was, wenn ich jetzt so eine Tasche als für den Bushcraft-Bereich nutze und natürlich dann keine Magazine dabei habe, logischerweise, könnte ich hier zum Beispiel einen Slot perfekt nutzen, um eben hier das EDC Mac einpassen zu können. Das ist so der Hintergedanke bei dem System gewesen. Die Leute, die jetzt da zum ersten Teil gehören und sagen, das ist der letzte Scheiß und grob fahrlässig und gefährlich, das sind wahrscheinlich diejenigen, die dann sagen, ja, 30 Schusskörper ist problematisch am Flughafen, bla bla blub und so weiter. Ja, natürlich, klar, das sind natürlich Punkte, die man in Betracht ziehen muss, wenn man häufig fliegt und das als Powerbank mitnehmen möchte. Könnte natürlich schon beim einen oder anderen Beamten an der Security für Aufruhr sorgen, aber im Endeffekt ist es nur eine Powerbank, man sieht es im Scanner und dadurch ist es natürlich auch safe. Für uns das Einzige, wo wir sagen, könnte einen Gefahrenfaktor darstellen, ist natürlich, wenn man hier das Ganze an der Ausrüstung nutzt und als Beispiel, ich habe einen Plattenträger an, habe hier vorne meine Primärmagazin und habe hier das EDC Mac noch nebendran und bin im Eifer des Gefechts und ziehe dann dieses Magazin und will das in meine Waffe reinstecken und merke dann, oh, das passt überhaupt nicht, beziehungsweise es passt schon, das zeigen wir gleich, aber da kommt nichts raus. Das ist natürlich was man beachten muss. Also wir würden das natürlich nicht in irgendeinen Platz stecken, wo normale Magazine zu finden sind oder wo man normal die Magazine für den Schnellzugriff hat. Aber als Beispiel auch wieder der Plattenträger. Wenn man an der Seite Magazintaschen hat zum Beispiel, könnte man dann sagen, man packt das an die schwache Seite. Ja, also wenn man hier von der links vom Primär zieht, kann man das zum Beispiel auf die rechte Seite packen, wo man in der Regel nicht schnell rangreift und auch das Muskelgedächtnis nicht drauf zugreift. Von daher ist das da natürlich eine coole Sache. Ja, die Firma OutStandards hat dieses Magazin tatsächlich exakt baugleich einem AR-15 Magazin nachempfunden. Da gibt es keine Unterschiede. Das ist wirklich so exakt von der Form her, dass es tatsächlich, auch wenn die Firma sagt, man soll das nicht machen, wir machen es jetzt einmal zu Demonstrationszwecken, dass das tatsächlich auch genauso in eine Waffe passt. Es rastet allerdings nicht ein, denn dazu ist hier, da wo normalerweise die Rasterauslassung ist, am Magazin ist hier ein Gummi gesetzt. Das heißt, man kann es zwar einschieben, aber es rastet eben nicht ein. Das nochmal so als Hintergrund. Dadurch aber natürlich durch die Passform hat man 100% Gewissheit, dass egal, wenn irgendwas für eine AR-15-Magazin gemacht ist, dass dieses Ding da reinpasst. Was bietet uns diese Powerbank? Wir haben hier einen Lithium-Polymer-Akku, einen LiPo-Akku, der 20.000 mAh hat, in Form von 2 Batterien, die hier mit verbaut sind. Das heißt, 20.000 mAh reicht in der Regel, um ein iPhone oder ähnliches Smartphone zwischen 4 bis 6 Mal aufzuladen. Also auch tatsächlich von der Leistung her ziemlich gut. Wir haben jetzt hier mal noch eine Sandberg Survivor Powerbank mit dazu genommen. Einfach, dass wir gesagt haben, wir haben hier nochmal eine Outdoor Powerbank, um einfach auch mal zu schauen, wie die vom Format her ist. Ihr seht es, das ist auch jetzt kein untypisches Format für eine Powerbank. Eher breit, ein bisschen kürzer natürlich. Aber da hätte ich jetzt zum Beispiel schon Probleme, das hier in die Tasche reinzubekommen. Würde nicht passen. Vom Gewicht her können wir auch mal einen Gegencheck machen hier gerade. Wir haben jetzt hier natürlich, muss man fairerweise sagen, die Sandberg hat noch eine Lampe mit eingebaut. Ist also definitiv ein bisschen schwerer, aber vom Gewicht her zum Vergleich mal, die Sandberg auch 20.000 mAh Outdoor-Gehäuse hat 486 Gramm
Und das Teil hier, das EDC Mac, wiegt aktuell 404 Gramm mit dem Aufsatz unten dran. Das kann man auch ruhig drauf lassen, denn das hat man hier auch eine Abdeckung für die Wasserdichtigkeit nach IP64 hier bei dem Magazin, also staubgeschützt, spritzwassergeschützt, das was notwendig ist, gerade auch wenn ich es in der Ausrüstung habe. Dieses Cover kann ich auch komplett abnehmen, wenn ich es denn nicht nutzen möchte. Dann sind natürlich die Ports hier alle exponiert. Ich kann aber auch das Ganze mit dem Cover benutzen, denn wir haben hier bei dem Cover nochmal Klappen. Das heißt, ich mache nur die Seite auf, die ich auch brauche. Wir haben hier 3 Ports. Das sind 2 USB-A Ausgänge und einen USB-C kombinierten Ein- und Ausgang. Das bedeutet, ich kann hier parallel 3 Geräte gleichzeitig betanken, wenn ich hier zweimal mit USB-A rausgehe und einmal mit USB-C. Von der Leistung her ist jetzt angegeben, bei den USB-A-Anschlüssen insgesamt 22,5 Watt. Bedeutet, das ist gesplittet, wenn ich mit 2 Geräten, also wenn ich 2 Geräte gleichzeitig lade, dann habe ich nur 12 Watt, die rausgehen. Aber wenn ich ein einzelnes lade, habe ich die 22,5. Ja, und natürlich ist auch mit dabei ein USB-C-Kabel, USB-A auf der einen Seite, USB-C auf der anderen, um hier eben diese Powerbank laden zu können. Die verfügt auch über einen Fast Charge, ist nach ca. 5 Stunden voll geladen. Wir haben hier auch ebenfalls auf der Unterseite einen Power-Knopf, der dann hier die LEDs anschaltet, da wo normalerweise bei einem Magazin, wie zum Beispiel hier vom MacPull, die Ladestandsanzeige ist für die Patronen, ist hier meine Ladestandsanzeige für die Batterie. Wir haben 10 LEDs insgesamt, wovon jede für 10% steht. Das bedeutet, ihr seht hier auch ganz schnell, wenn denn das Ganze hier dem Ende sich neigt und wenn die Powerbank wieder geladen werden muss. Und hier habt ihr auch nochmal im Zeitraffer, wie die Powerbank an einem USB-C-Anschluss geladen wird. Vom Material her setzt Outstandards hier auf ein Zeitel-Material. Zeitel ist eigentlich ein sehr robustes Polymer. Man hat hier aber nochmal einen oben drauf gesetzt und das wirklich mit einem Mil-Spec-Grade versehen, dass es auch wirklich ultra robust ist. Das heißt, im Gegensatz hier zum Beispiel zu der Sandberg, die viel mit einem Gehäuse, mit einem breiteren Gehäuse und Gummi arbeitet, hat man sich hier voll und ganz auf die Robustheit des Materials verlassen und hat auch hier das Ganze nochmal mit Texturen versehen, damit es besser greifbar ist. Hier auf der Rückseite ist nochmal ein großes Feld, wo ich dann auch nochmal zum Beispiel hier mitgeliefert den Klett verkleben kann, um dann hier, was weiß ich, zum Beispiel ein Patch drauf zu machen, um zu sagen, dass das hier eine Powerbank ist, damit man im Eifer des Gefechts auf jeden Fall beim Greifen schon auch merkt, das ist definitiv gerade die Powerbank, die ich gegriffen habe und nicht mein scharfes Magazin. Ja. Wir können natürlich hier auch erwarten, dass diese Powerbank über alle notwendigen Schutzfunktionen verfügt. Das heißt, ich habe hier einen Kurzschluss, eine Kurzschlussschutzfunktion. Ich habe hier eine Überspannungsfunktion, also alles, was man sich so wünscht, um das Ganze hier auch betreiben zu können, ohne Sorge zu haben, hat diese Powerbank mit dabei. Von daher können wir nur sagen, da ist wirklich an alles gedacht worden und gerade auch was das Gewicht und das Format angeht, perfekt. Weiterhin hat man hier beim Material einen leichten Feuerschutz untergebracht. Das heißt, das Zeitelmaterial, was hier verwendet wird, das ist auch kurzweilig flammenaussetzbar. Also da kann man auch natürlich jetzt nicht durchs Feuer mitlaufen, aber zumindest mal kurzzeitig eine Stichflamme oder sowas würde das auf jeden Fall aushalten. Und das ist, denke ich, auch gerade, wenn es denn für den rauen Outdoor-Bereich oder für den militärischen Einsatz gedacht ist, wichtig, wenn das hier an der Ausrüstung ist, dass dann nicht gleich hier die 20.000 Milliampere am Körper hochgehen, wie man das da, was war das? Was waren das für Telefone? Die Samsung-Telefone, die explodiert sind? Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist hier auf jeden Fall auch gewährleistet, damit man diese Problematik nicht hat. Ich habe jetzt nochmal zum Schluss für euch mitgebracht eine Tasche von Sneagle, um einfach auch nochmal das zu unterstreichen, warum gerade diese Form hier so praktisch ist. Die Combat-Doktrin sagt in der Regel für den Einsatz, dass man an der Ausrüstung 6+1 Magazine hat und 3 nochmal irgendwie im Gepäck. Jetzt hätte hier zum Beispiel diese Tasche, und das ist auch bei vielen anderen Taschen so, hat 4 Slots für Magazine. Da könnte ich jetzt 3 scharfe Magazine unterbringen und hier in den 4. Slot könnte ich jetzt wunderbar meine Powerbank unterbringen. Und der Charme ist natürlich auch dadurch, dass die
ganzen Anschlüsse hier am Fuß untergebracht sind, dass ich jetzt gerade auch, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier noch einen Platz frei, könnte ich nebendran mein Smartphone unterbringen und kann das hier direkt laden, ohne dass ich irgendwas groß rausnehmen muss oder irgendwo hinlegen muss, sondern habe das wirklich on the fly in den Taschen alles gut verstaut. Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen die Zweifel der Zweifler beseitigen, dass ihr auch einseht, dass es tatsächlich die Vorteile überwiegen und man keine Angst haben braucht hier, dass die liebe Frau Faeser sagt, oh, hier ist ein böses 30-Schuss-Magazin im Umlauf, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, sondern dass man hier wirklich was hat, was auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, gerade wenn man gerne und viel im Outdoor-Bereich unterwegs ist und solche Taschen benutzt, um eben halt auch einfach in der ganz normalen AR-15-Magazintasche hier so ein Magazin mitführen zu können. Und mit der Größe hier 20.000 Milliampere und den entsprechenden Schutzfunktionen ist, denke ich, dem auch nichts entgegenzusetzen. Bleibt eigentlich nur noch der Preis zu sagen. Der ist tatsächlich im Vergleich jetzt mal, auch gerade wenn ich hier die Sandberg nochmal dazu nehme, ist das EDC Mac nur geringfügig teurer. Also es ist jetzt nicht eine günstige Powerbank, die man bei Amazon für unter 50 € bekommt, aber ist auf jeden Fall sehr wertig und vom Preis her absolut gerechtfertigt. Ihr bekommt das EDC Mac von Outstandards beim Camo Store. Der Link ist unten eingeblendet. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr das richtig cool findet oder ob ihr sagt, gemeingefährlich, letzter Quatsch. Wie gesagt, unsere Meinung ist, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Produkt und wird mit Sicherheit auch bei uns seine Anwendung finden. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.